Herzlich willkommen zu einem neuen Emil Frey Car Review. Das Auto hinter mir sollte eigentlich all deine Bedenken bezüglich Elektromobilität lösen. Das Auto kann von Zürich bis auf Paris nonstop fahren. Er ladet so schnell oder so viele Kilometer, wie viele Autos überhaupt Reichweite haben. Und in der Zeit, wo du 2 Emil Frey Car Reviews geschaut hast, hast du schon wieder die Batterie bis auf 80% geladen. Das ist der neue CLA. Willkommen im Review. Wie immer schauen wir zuerst die technischen Daten an. Der neue elektrische CLA gibt es bis jetzt in 2 Motorisierungen. Als erstes haben wir den CLA 250 Plus with EQ Technology. Der hat Heckantrieb, leistet 272 PS und hat 335 Nm Drehmoment. Er hat eine Batteriekapazität von 85 kWh und eine Reichweite von bis zu 792 km. Noch auf 100 schafft er in 6,7 Sekunden. Der CLA, den wir im Video haben, der 350 4MATIC with EQ Technology, hat einen Allradantrieb, 354 PS und 515 Nm Drehmoment. Die Batteriekapazität liegt ebenfalls bei 85 kWh. Die höhere Leistung tut sich aber minimal auf die Reichweite auswirken. Wir haben nämlich Maximum 771 km Reichweite. Noch auf 100 schafft der CLA 350 in 4,9 Sekunden. Preislich startet der CLA 250 Plus bei 61.900 Franken und der CLA 350 bei 63.900 Franken. Zu den Abmessungen. Der CLA ist 4,7 Meter lang, 2 Meter breit und knapp 1,5 Meter hoch. Dann fangen wir doch gerade mal vorne an. Elektroauto natürlich. Wir haben einen Frank und der hat sogar noch einen sehr grossen, über 100 Liter Volumen, was da drin Platz hat. Also Shopping und so, tipptopp vorne rein. Weiter zu der Front. Wir haben ein durchgezogenes LED-Band, die Sterne, Tagfahrlichter da, der Grill, wo die Sterne beleuchtet sind, wenn man es konfiguriert hat. Es gibt auch noch Möglichkeiten, Mercedes-Sterne beleuchtet zu haben. Also Beleuchtung und Mercedes-Sterne sind das Thema in dem Auto, das uns immer wieder werden, da begleiten. Also es hat definitiv genug Sterne. Mercedes ist sehr, sehr stolz auf ihr Logo. Weiter vorne, wir haben eine Art Power Dome auf der Motorhaube. Wir haben das Sharknose-Design, das wir von Mercedes ja kennen. Ich finde overall, das ist eine schöne Front, aber ein bisschen zahm. Mal schauen, ob es mit höheren Motorisierungen dann noch ein bisschen aggressiver wird. Weiter auf der Seite, da haben wir bis zu 19 Zoll Felgen drauf, alles in einem aerodynamischen Design. Es ist wirklich darauf geschaut worden, dass da die Aerodynamik optimiert wird, unter anderem auch mit diesen eingeladenen Türgriffen. Weiter die schöne, smoothie Limousine-Silhouette, gefällt mir wirklich gut. Und dann hinten dran haben wir ganz schöne Lichter. Die Lichter auch wieder mit dem Stern, den wir vorne auch sehen, da noch ein bisschen abgerundet, gibt mir noch ein bisschen einen coolen Look, den wir sonst von Mercedes so nicht mehr so kennt haben. Unten dran ein optimierter Heckdiffusor, damit wir einen tiefen CW-Wert haben. Nämlich einen von 0,21, das ist sehr, sehr tief. Und das bringt natürlich auch die enorme Reichweite mit sich. Bevor wir zu der Reichweite und der Ladetechnologie kommen, schauen wir noch den Kofferraum an. Wir haben über 400 Liter Volumen. Hinten elektrisch, auch elektrisch schliessend. Relativ tief, also da kann man wirklich viel unten schieben. Plus wir haben noch einen doppelten Ladeboden für noch ein ganz bisschen mehr Storage da unten für kleine Sachen. Und was auch noch beeindruckender ist, du bekommst von Mercedes eine Garantie auf die Batterie, 8 Jahre oder 160'000 km. Und in dieser Zeitspanne darf die Batterie nicht unter eine maximale Ladeleistung von 70% kommen. Das heisst, du hast auch trotzdem immer noch eine riesige Reichweite, auch wenn das Auto schon 8 Jahre oder 160'000 km gelaufen hat. Dann im Innenraum angekommen, muss sagen, ist ein sehr schöner Ort zum Sitzen. Das Glasdach, das Panoramadach macht einen riesen Einfluss. Es ist wirklich sehr, sehr hell dahinter. Ich sehe super schön den Himmel. Also auch nach dem Abend oder so ist es sicher sehr angenehm, dahinter Passagier zu sein. Ich fühle mich oben ein bisschen eingegangen durch rechts die Stützen, aber nicht dramatisch. Mit 1,88 komme ich knapp ein bisschen oben an, aber ist jetzt nicht wahnsinnig unangenehm. Da auf der Seite, das Alcantara zieht sich bis da unten durch, wirklich sehr, sehr hochwertig. Dann haben wir da das Naturfaser-Optik-Armaturenbrett, das wir auch vorne noch sehen. Es ist wirklich noch ein spannendes Material, das sie hier verwendet haben. Das Ambientenlicht, das sich hier durchzieht, also wirklich sehr ein edler Ort zum Sitzen. Die Sitze sind auch wirklich schön verarbeitet mit dem Alcantara und dem Leder. Die Mittelkonsole, 2 Getränkehalter plus noch eine Handyhalterung. Zusätzlich kann man den mittleren Sitz auch separat abladen von den anderen. Wenn wir eben mal Skifahren wollen, kann man da die Ski tiptop durchreichen. Also hat man die Möglichkeit auch. Jetzt gehen wir vorne schauen, wie es dort aussieht. Den CLA gibt es in 3 Ausstattungslinien: Progressiv, AMG und AMG Plus. Da ist jetzt die AMG-Line, das ist so der, würde ich sagen, der gute Durchschnitt von der Ausstattung. Es hat nicht alles drin, aber es ist auch schon mal eine gute Basisausstattung. Zum Beispiel die bequemen Sportsitze mit integrierten Kopfstützen. Die ist wirklich sehr, sehr bequem, passt sich super am Körper an.
Das Alcantara finde ich auch sehr angenehm, das zieht sich auch wieder wie hinten über die Türen rein. Da sieht man ein bisschen die neue Designsprache, die sie jetzt in die Autos implementieren. Oder zum Beispiel das Verstellen des Sitzes sieht ein bisschen moderner, noch ein bisschen simpler aus wie im Vorgänger. Dann die grosse Wand, die man vor sich hat mit den Screens. Theoretisch könnte man da bis zu 3 Screens haben, wenn man den MBUX Super Screen wählen würde. Dann hat der Beifahrer nämlich auch noch ein 14 Zoll Display. Jetzt hat es einfach so ein Sternenornament, das man da hat, das dann auch mit Ambientenlicht hinterleuchtet ist. Also das heisst, wenn man den Screen nicht wählt, sieht es nicht irgendwie schlecht aus, sondern sieht immer noch sehr hochwertig aus. Also man verliert nichts. In der Mitte ist ein 14 Zoll Display und ein 10,25 Zoll für den Driver. Wenn wir schon bei Screens sind, ab Basis gibt es kein Setup-Display, das kann man dazu konfigurieren. Da fehlt das jetzt. Muss man aber sagen, es geht auch tiptop über den Driver-Screen. Man sieht Zahlen super, sie sind eine gute Größe. Also wenn man die Geschwindigkeit vom Screen muss ablesen muss, funktioniert das auch. Aber das hätte ich mir jetzt gewünscht, dass man ein Head-Up-Display als Standard drin hat. Weiter zum Steuerrad. Das kennen wir von Mercedes, die AMG-Line mit den getrennten 2 Speichern, sozusagen, wo man Multimedia kann steuern und das Assistenzsystem. In der Mitte dann eine doppelstöckige Mittelkonsole, oben dran 2 Cupholder, wo man das Mittelstück rausnehmen kann. Oder auch wieder rein und anpassen, damit man ein bisschen kleinere Getränke hat. Von einer Ladeschale, die auch gekühlt ist. Dann so ein bisschen Quick-Funktionen für die Sachen, die man häufiger braucht. Lautstärke, der Command von meinem Mercedes funktioniert sehr gut, haben wir schon ein bisschen getestet, zeige ich nachher nochmal. Und so ein bisschen Drive Select und Kameras. Eben da unten hat es Platz für etwas Kleineres, irgendwie ein kleines Täschchen, zusätzlich noch USB-C-Anschluss. Und da hinten hat es die geteilte Mittelablage, wie man sie von Mercedes kennt. Da wieder das Naturfasermaterial, das ich erwähnt habe. Das entsteht aus recyceltem Papier und finde ich, passt eigentlich noch gut in die Kombination zwischen Schwarz und Weiß. Es gibt aber auch ganz viele andere Materialien, die man wählen kann. Aber so auf den ersten Blick und Touch wieder ein sehr hochwertiges Auto. Ganz kurz zum neuen Infotainment, zum MB.OS. Das ist eine Weiterentwicklung vom MBUX. Es ist eigentlich immer noch mehr oder weniger vom Aussehen gleich. Der Aufbau hat sich ein bisschen geändert, das ist mehr so ein bisschen App-basiert, es hat so ein einen Apple CarPlay-Look. Apple CarPlay und Android Auto natürlich drinnen, klar auch drahtlos. Aber man hat wie so ein bisschen die Apps, wo eigentlich alles drin integriert ist, Laden und Services, Video, Spiele, all die Sachen. Es sieht wirklich aus wie so ein iPad-Homescreen. Finde ich sehr intuitiv aufgebaut, ändert sich halt jetzt wieder ein bisschen im Vergleich zum Vorgänger. Die Einstellungen sind so ein bisschen listenbasiert wieder. Also Systemeinstellungen, Assistenzeinstellungen und Fahrzeugeinstellungen. Natürlich alles konfigurierbar zum Auto. Alles auf einen Blick über die, sag jetzt mal, die Quick-Funktionen, die man unten hat, Klimaeinstellungen und dann die 5, wo man sich selber konfigurieren kann, was einem da wichtig ist. Das Abswipen für Benachrichtigungen, wirklich eigentlich 1:1 wie auf dem Tablet. Und die Sprachsteuerung, mein Mercedes, ist noch mal besser geworden. Hey Mercedes. Ja, bitte? Bitte die Klimaanlage auf 25 Grad anpassen und das Ambientelicht auf Blau stellen. Gern. 25 Grad. Gerne. Und das Ambientelicht hat auch auf Blau gewechselt. Also es ist jetzt auch fähig, relativ viele Kommandos auf einmal zu machen und das funktioniert echt gut. Was ich auch sehr cool finde, ist die Grenze ums Auto herum. Wenn wir zum Beispiel jetzt da rückwärts in die Nähe von dem Pfosten fahren, wird der da unten erscheinen. So wie als Delle in dieser Grenze rein. Und das tut wie sehr schön veranschaulichen, wenn man jetzt näher am Objekt ist, wie näher das genau am Auto ist. Also wirklich eine schöne Visualisierung. So, und dann schauen wir, ob er trotz dieser guten Reichweite auch noch Spass macht beim Fahren. Wie fährt sich der CLA noch, abgesehen von seinen beeindruckenden Reichweitezahlen und sonstigen technischen Daten, die da wirklich herausragend sind? Ich muss sagen, wirklich bequem. Also die Verglasung ist super, es ist mega ruhig drin. Das Einzige, was ich wirklich höre, sind die Rollgeräusche. Ich habe praktisch kein Windgeräusch, auch bei höheren Geschwindigkeiten herausgefunden. Es ist da innen alles ruhig, es knarzt nichts. Ich muss sagen, von der Verarbeitung her finde ich es echt sehr gut gemacht. Der CLA ist der erste aus der neuen MMA, also Mercedes Modular Architecture. Das ist zusammen mit Geely entwickelt worden. Das soll eigentlich dazu führen, dass man mehrere Autos kann auf dieser Plattform bauen kann. Das kennt man ja von anderen Herstellern gut, das macht Mercedes ja selber auch schon. Was aber an dieser speziell ist, dass man Heck und Allrad plus auch Verbrenner und Elektroautos zusammen bauen kann. Das heisst, der CLA ist jetzt zuerst als Elektroauto gekommen, kommt dann in Zukunft noch mit einem Hybridmotor, der dann auch wieder als Allrad
und als nur Hecktriebler möglich ist. Jetzt gibt es den 350, so wie wir ihn hier haben, als Allrad, als 4MATIC, und der 250 ist nur heckangetrieben. Speziell am CLA 350 hat eine Trennkupplung, sprich, ich kann die vorderen Achse komplett, sage jetzt mal, vom Antriebsstrang entkoppeln. Das ermöglicht wieder effizienteres Fahren, wie wenn einfach ein Allrad betrieben wird, obwohl es nicht braucht. Das heisst, einfach wie in größeren Beschleunigungssituationen oder wenn es mal rutschig ist, schaltet sich der Allrad ein und das hilft enorm, auch wieder die Reichweite zu boosten. Er hat ein bisschen weniger Reichweite wie nur der Heckantrieb, aber das ist vernachlässigbar mit etwa 30-40 km. Der 350 ist auch nicht langsam, in 4,9 Sekunden von 0 auf 100 und 210 km Spitze, also abgeriegelt. Mit dem kommt man doch auch sehr gut vorwärts. Und ich denke auch mit diesen 700 km ist das einfach wirklich, also es ist für mich, es ist so beeindruckend, dass man das jetzt angebracht hat. Klar gibt es das schon von anderen Herstellern, aber irgendwie jetzt das auch in einem deutschen Hersteller zu sehen, mit nochmal so einem grossen Schritt Richtung 800 Volt Technologie. Es ist wirklich beeindruckend, was da Mercedes gemacht hat. Und vor allem jetzt auch in einem Auto, das jetzt wahrscheinlich noch nicht so viel werden verkaufen, sondern erst wenn dann der GLB und der GLA basierend auf dem kommen, dann wird es dann spannend. Was Mercedes jetzt auch eingebaut hat im CLA, ist das Zweiganggetriebe, also das EDU, Electric Drive Unit. Und das boostet natürlich auch nochmal die Effizienz. Also, man hört ihn zwar nicht unbedingt schalten, ich kann beschleunigen, aber wenn es darauf abkommt, ist er immer im richtigen Gang und kann dann entweder die maximale Dynamik ausholen oder die maximale Effizienz. Und das ist wirklich beeindruckend. Kommen wir zum Fazit. Die Technologie und die Daten, die der CLA da präsentiert, sind definitiv beeindruckend. Ich bin gespannt, wie es jetzt mit dieser Plattform weiterfahren, die sie da mit Geely entwickelt haben und welche Neuheiten dass es auch in die nächsten Modelle weiterziehen. Ich bin gespannt. Es ist wirklich sehr beeindruckend, was der CLA da liefert und sicher auch in der neuen Version mit Shooting Brake und dann auch als Hybrid definitiv ein spannendes Auto. Also, bleibt dran, abonniert den Kanal und wir sehen uns nächste Woche wieder beim Daimler Frey Car Review.